WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in den USA, genauer gesagt New York. Also made in Brooklyn, New York, 77 Whisky. Breuckelen Distilling, buchstabiert Breuckelen, also eine andere Art. Eigentlich wollte ich diese Whisky heute gar nicht verkosten, aber ich habe eine Flaschenteilung gemacht und jemand hat einen Whisky, ein paar Leute haben Whiskys davon bestellt. Auch das könnt ihr gerne auch dann haben. Und es gibt einfach, ich wollte das machen, weil ich wollte es hier live vor der Kamera aufmachen, denn es gibt dieses Faden. Und dieser Wachs hier ist in diesem Faden und das will ich jetzt hier live einfach mal aufnehmen, denn ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich ziehe dran und es geht nach oben. Vielleicht geht es nach weit. Guck mal, das ist wirklich dann wunderbar, eine tolle Lösung. Denn das Problem, was wir oft haben, ist dann, dass der, coole Sache, ich muss sagen. Also, und der ist hier in den Korken herumgewickelt und jetzt sollte ich eigentlich gleich hier der Korken haben. Wow, also ich bin hier hellauf begeistert. Also, ich muss schon sagen, Brad Estabrook, gut gemacht. 2007 hat Brad Estabrook zum ersten Mal die Idee gehabt. Er war Aktien, Investmentbanker, er war sogar an der New York Stock Exchange, hat dann da Aktien auch dann da gehandelt. Und irgendwann sagte er, ich will was machen mit meinen Händen, ich will wirklich was machen. Und die Gesetze hatten sich dort, auch gerade in New York, auch sich verändert. Er sagt, ich will in Brooklyn, ich will in New York City mittendrin. Und das ist wirklich schon die 77th Street hier, deshalb. 77th Street Brooklyn. Genau, 19th Street Brooklyn, Entschuldigung. Und das ist brkdistilling.com. Also deren Webseite sieht aus wie 2005. Also es sah wirklich ein bisschen peinlich aus. Aber es ist ein schönes Bild denn dort, auch von der Brad dann da drauf. Allerdings er ist 10 Jahre jünger. Ich habe ein paar Videos angeschaut seitdem. Und 2007 hat er einfach mal diese Idee gehabt, da kam auch diese Finanzkrise damals, ja. Er wurde dann entlassen und 2010 hat er tatsächlich eine Distillerie, Breuckelen Distilling in Brooklyn, gegründet. Und der einzige Angestellte am Anfang war er. Und er fing mit Gin an. Und die wichtigste Sache bei Gin ist, er hat tatsächlich dann lokale gesourcete Weizen gesucht, auch vom einen einzigen Bauer damals. Er würde immer 250 Pfund da nehmen, hat sie dann gemalt, hat die destilliert und dann hat er daraus Gin gemacht. Und genau den gleichen Prozess benutzt er hierfür. Statt Gin daraus zu machen, statt diese Botanicals da reinzuhauen, haut er einfach dieses Distillat, diese sehr fein destillierte Distillat, so wird es beschrieben, tut das in neuen Eichenfässern. Nun, was ich nicht fand online, waren die charred, waren sie getoastet, waren sie char 1, 2, 3, wie auch immer. 45% in Deutschland ist diese Whisky tatsächlich erhältlich, was ich absolut krass fand. Also 74,90 €, ich sage einfach mal 75 €. Whisky Base 36368. Und früher hieß es auch Black Wax, weil es hier dieser schwarze Wachs. Schwarze Wachs. Lange Tag war das heute, du. Also, gut, was wollte ich noch erwähnen? Ja, es gibt eine einzige Sache hier drauf. Könnt ihr vielleicht sogar sehen, wenn ich das hier hinhalte. Ja, 360 Tage. Also, diese Whisky ist noch nicht mal 1 Jahr alt, sondern 360 Tage alt. Tolle Farbe dafür, muss man schon sagen. Also ohne Farbe, ohne Couleur, also ohne Zucker, Couleur. Und ich bin sicher, dass dieser Hund auch da irgendwas zu bedeuten hat. Auch online habe ich nichts gefunden, aber dieses Trick hier mit dem Faden da drin, die finde ich äußerst genial. Also wirklich wow. 77 Hausnummer, die haben dort 200 Quadratmeter, wo sie destillieren. Die haben 300 Quadratmeter praktisch, wo sie ihre Lagerhalle haben. Also einmal im Jahr wird alles einmal rausgeholt, was da reingejagt wurde. Die haben eine Straight Bourbon
Straight Bourbon Wheated Bottled and Bond. Ganz neu. Die haben eine 77 Local Rye and Corn. Und die haben ein Bottled and Bond 100%ig Rye und auch ein Bottled and Bond Rye and Corn. Also auch interessant. Falls irgendjemand was vom 77 Whisky da hat oder Breuckelen Whisky vom Breuckelen Distillery, ich hätte Interesse. Also wir können gerne tauschen oder ich kaufe was ab, kein Problem. WhiskyJason@gmail.com. Okay, Nase. Gar nicht so schlecht. Wow. Ich habe was gelesen, ich hätte es bloß nicht tun sollen, denn da stand es dann French Toast. Und das ist dieser falsche Ritter. Man nimmt eine Scheibe Toast, macht mal einfach Rührei, liegt es da drin praktisch, tut es in Pfanne, dreht einmal um und haut bei mir Ahornsirup drauf, andere machen Zimt und Zucker. Und ich habe tatsächlich buchstäblich dieses French Toast. Ein bisschen Zimt, es entwickelt sich gut. Wow, also ich muss eigentlich sagen, das ist eine gute Sache. Ich habe ganz kurz überlegt, ich habe hier neulich, naja, schauen wir, wie neu das für euch ist, eine 100% Wheated Whisky auch probiert. Und das war von Bare Knuckles KO Distilling, dort aus Manassas, Virginia. Das war so grottenschlecht, dass ich beschlossen habe, stattdessen meinen Weller rauszuholen, der Special Reserve, the Original Wheated Bourbon, also einen hohen Weizenanteil. Ich hätte gleich auch Maker's Mark nehmen können, ich weiß, aber manchmal hat man einfach darauf Lust, was Tolles auch zu trinken. Und das sieht einfach gut aus hier. 77 gegenüber hier Weller. Also das ist wesentlich mehr Mais da drin. Farblich tun sie sich hier nicht viel, muss ich sagen. Also der ein bisschen bräunlicher, der ein bisschen mehr Orange. Wenn man bedenkt, dass das ungefähr 6 bis 8 Mal älter ist als das. Aber man merkt schon, was für gute Fässern das waren, offenbar. Auch da hätte ich gewusst, welche Größe von Fässern. Ich habe ein Bild vom Lagerhalle gesehen, die sahen wie normale Fässern aus. Also ganz normale 200 Liter Dinge. Könnte es so sein. In Geschmack. Mhm. Mhm. Ein bisschen scharf. Oh. Wow, sehr scharf. Scharf. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Der Nase hat gar nichts davon verraten. Also, viel Zimt. Am Ende richtig viel Zimt. Stell mal vor, Fireball mit 45% Umdrehungen. So ähnlich schmeckt mir das jetzt momentan. Nein, die haben kein Zimt dazu getan. Das dürfen sie nicht. Nicht hierbei. Also, New York Wheat, aged in American Oak Barrels, 360 days old. Ja, das ist alles eine Information, ganz ehrlich gesagt, was darauf ist. Durch eine Auktion aus England hier rübergebracht. Bereue es noch nicht, obwohl der in der Mund hot war. Ich gehe einfach mal rüber zu Weller. War auch mein Control Whisky übrigens. Weich. Auch schön. Also ein bisschen Zimt, ein bisschen Holz, ein bisschen Pecan. Also Weller ist eine schöne Sache, falls man überhaupt die Flaschen noch finden kann. In den Vereinigten Staaten. Ich weiß noch, vor 3 Jahren, als ich anfing, damals bei Bourbon, nachgeschmissen wurden die Dinge hier, weil Papi war nicht mehr zu kriegen. Jetzt sind sie auch nicht mehr zu kriegen. Wer ein Weller ergattern kann, schätzt sich in den Vereinigten Staaten oft glücklich. Auch dafür gibt es jetzt hier Lotterien und so weiter, auch für die Zwölfer und so weiter. Wahnsinn! Also was sich da alles in 3, 4 Jahren so getan hat. Ich gehe letztes Mal ran, dann kommt ein bisschen Wasser rein und dann schaue ich mal, was passiert. Mächtig hart. Ich habe echt ein bisschen Wasser reingetan, aber Zimt. Hey, so ein Zimt-Whisky habe ich, glaube ich, noch nie gehabt.
Also wirklich, als ob ich auf meinen Pfannkuchen, auch meine deutsche Pfannkuchen, Zimt und Zucker drauf gehabt hätte. Das ist richtig interessant. So, viel Wasser, also ungefähr um die 40%, könnte ein Tick darunter sein. Mhm, mhm, mhm. Immer noch hart. Also pfefferig. Wow. Wasser hat ihn gar nicht gebändigt. kaum gebändigt. Aber am Ende, man wird belohnt am Ende mit einer nette, schöne Zimt- und Zuckermoment. Nicht schlecht. Was gebe ich diesem Biest hier? Also allein hier durch diesen Fädchen, ich muss den nochmal finden hier, wo ist der? Da ist der. Also durch diese Flascheöffnung-Moment kriegt er von mir eine 3 minus. Er gehört eigentlich ein 4 plus. In den Vereinigten Staaten kriegt man den in New York City direkt bei der Distillerie für 48 Euro. Deutschland 75 Euro, 4 minus. Er ist nicht das Geld wert. Er ist das Geld wert, bei Jason, WhiskyJason, vielleicht ein Sample da mitzunehmen, aber er ist nicht die Sache wert, eine ganze Flasche denn da zu machen. Leider, und ich sage ganz mit vollem Herzen jetzt hier, leider ist dieses Flaschenöffnung-Moment einmalig. Und ich bin so dankbar, dass ich mich doch überwunden habe, heute Abend dieses Video hier zu drehen und das live hier vor der Kamera zu machen und auch meine Begeisterung zu zeigen, denn ich kann es nicht mehr rückgängig machen. So, hier hat man natürlich bei Weller Schraubverschluss, ja. Ich habe gerade eben auch einige Flaschen heute aufgemacht, um da meine Flaschenteilung zu machen. Da war ein Knob Creek dabei, Plastik überall. Da war ein Bookers dabei, Plastik überall. Da war ja genau, Old Bardstown, Plastik überall. Da war noch etwas anderes, was auch dabei war. Und das ist einfach mal, und wenn das Plastik nicht ganz so warm ist, wie es im Winter manchmal so ist, dann löst sich das nicht, sondern es bricht und dann, manchmal ist es gar nicht so schön. Es sieht gut aus, ja, also gerade eben jetzt, das sieht richtig cool aus. Und dann will ich es auch machen und jetzt natürlich habe ich Wachs in der Hand, aber dann habe ich hier den Korken. Kunstkorken natürlich, aber trotzdem eine gute Sache. Also, ich finde das cool. Meine Frage des Tages ist, welche Öffnungszeremonie gefällt euch am besten bei Whisky? Ja, also es gibt hier von Michel Couvert, braucht man einen Hammer und Meißel, um die Dinge aufzumachen. Also welche Flaschen hat die beste Lösung, um wirklich hier einfach mal die Öffnen von dieser Flasche wirklich zu feiern? Also ich nenne einfach Michel Couvert. Für mich momentan ist das der Highlight dieses Jahres, um ein Whisky zu eröffnen oder zu öffnen, war dieses Faden da drin. Die ganze Zeit dachte ich mir, was soll das? Das ist echt merkwürdig. Da hängt hier diese Faden. Es sah wirklich so aus. Die hingen einfach so. Ja, da war die Flasche dran und die hingen einfach hier so. Und ich dachte, was soll das? Bis ich merkte, es ging hin bis zum Wachs. Und über den Wachs, da konnte ihr so gesehen, da ist ein Schnitt. Und hier wurde es echt perfekt abgeschnitten. Also ich finde diese Lösung absolut cool. Ja, wenn wir hier hingehen zu unserer wunderschönen Maker's Mark, die dürfen die einzigen in den Vereinigten Staaten sein, wo es Tropfen gibt. Das ist patentiert. Aber überall darf man Wachs tun. Da könnt ihr hier auch sehen, das ist hier echt abgebrochen. Das ist hier nicht tatsächlich schön geschnitten wie da. Das ist echt manchmal ein Problem, was es da gibt. Das gleiche Sache auch mit Lot 40. Ne, Lot 40 ist Plastik. Da ist kein Wachs drauf. Also, naja, alles meine Wachsdinger sind drüben momentan. Das ist so, wie das ist. So, liebe Leute, wenn ihr einfach mal ein tolles Erlebnis haben wollt und irgendwas Tolles denn aus New York City, ihr seid sowieso ab und zu mal da, nicht wahr? Einfach mal einen Weihnachtseinkauf oder einfach mal im Sommer denn da oder einfach mal einen Kurzurlaub in New York City, macht man einmal, zweimal im Jahr, nicht wahr? Ich nicht, so viel Geld habe ich nicht. Aber wenn man da ist, kann man gerne so etwas mitbringen. Warum? Das ist so etwas, was hier, die Sachen, Produkte, geh mal hin, machen Distillery Tour, denn dort bei 77 Whisky, Brooklyn, und da ist bestimmt, es sah gut aus.
Gut, vielen Dank. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen, bitte auch bei Amazon irgendwas anderes kaufen, hilft immer. Und vergiss nicht, jeden Tag 17:30 Uhr hier ein Videoverkostung und dann um 21 Uhr am Sonntag, nur am Sonntag gibt es hier einen Gast und es gibt einen Livestream. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle meine Zuschauer und vergiss nicht, Kommentar hinterlassen. Welche Flasche gefällt euch am besten bei dieser Eröffnungszeremonie? Bye bye.